Wir reden jetzt über die Entfernung zementfreier Endoprothesen. Sie sehen hier an diesem Modell eine zementfreie Endoprothese und möchten Ihnen in diesem Zusammenhang das Orthoclast 2 System vorstellen. Der Orthoclast 2 ist ein pneumatisches Meißelsystem und Sie haben hier das entsprechende Handstück, was mit dem Druckluftschlauch konnektiert wird. Auf dem Display des Orthoclast 2 können Sie auf der linken oberen Seite die Druckluft einstellen. Werte bis zu 6 bar können eingestellt werden. In der Regel werden 5 bis 5,5 bar zur Verwendung des Systems als ausreichend erachtet. Auf der rechten oberen Seite kann die Frequenz zwischen 0 und 10 Hertz verändert werden. Hier sind in der Regel Werte von 7 oder 8 Hertz optimal für die Anwendung. Gerne möchten wir Ihnen einmal die Einstellung der unterschiedlichen Frequenzen am Handstück zeigen. Wir fangen an mit 2 Hertz. Fünf Hertz. Und schließlich 10 Hertz. Sie sehen hier die 3 verfügbaren Meißelansätze. Die unterscheiden sich einmal an der Spitze mit 5 und 7 mm Breite und dann in der Länge zwischen 16 und 19 cm unterschieden. Ich zeige Ihnen nun anhand des 16 cm 7 mm Meißels, wie der Meißel mit dem Handstück konnektiert wird. Sie sehen am Handstück eine Markierung. Sie drehen dann im Uhrzeigersinn den Meißelansatz, bis die Markierung des Meißelansatzes mit der Markierung des Handstücks übereinstimmt. Das Orthoclast Handstück wird nun mit dem Orthoclast Generator konnektiert. Dazu üben Sie eine leichte Linksdrehung aus. Sie sehen am Ende des Meißels eine Markierung mit Knochenseite und auf der Gegenseite Implantat- oder Prothesenseite. Das bitte beachten, wenn Sie jetzt an das Implantat gehen. Sie sehen hier ein Demomodell im Kunstknochen einer zementfreien Schaftendoprothese und ich habe die Knochenseite zum Knochen ausgewählt, betätige dann den Fußtritt und werde dann mit leichten Bewegungen in der Ebene der Prothese mich vorarbeiten. Unter Beachtung der eben gezeigten Wedelbewegung habe ich nun das Prothesenende erreicht. Ich sehe hier eine Markierung von 15 cm. Nachdem nun der ventrale Anteil der Prothesenknocheninterphase bearbeitet wurde, widme ich mich nun dem dorsalen Anteil und führe das Implantat wiederum unter Beachtung der Markierung Prothesenseite und Knochenseite, also Prosthesis Side und Bone Side, an das Implantat an, unter Beachtung der Wedelbewegungen. Der schmale Meißel 5 mm ist besonders gut geeignet zur Entfernung zementfreier Prothesen vom Typ Wagner-Schaft, also Prothesen mit Rippen. Sie sehen, wie hier demonstriert am Kunstknochen, dass man mit dieser schmalen Einheit direkt zwischen die Rippen der Prothese gehen kann. Das wollen wir Ihnen im Folgenden einmal demonstrieren. Der Schlitzhammer, der ebenfalls im Set enthalten ist, kann die Entfernung des Meißels aus dem Knochen erleichtern. Das Orthoclast 2 System kann aber auch verwendet werden zur kontrollierten mechanischen Entfernung von Zement. Dazu stehen Ihnen verschiedene Meißel zur Verfügung, die Sie dann auch auf das Handstück aufbringen können und dann mit Druckluft die entsprechenden Meißel anleiten können, in den Zement reinzugehen und diesen zu entfernen. Dies ist ein gerader, langer Meißel. Sie können aber auch kurvierte Meißel auf dem Sieb finden. Weiterhin gibt es zu beachten, dass für osteoporotischen, also geschwächten Knochen spezielle
Meißel zur Verfügung stehen. Diese sind mit einer schwarzen Markierung versehen. Sie sehen hier ein Beispiel. Und diese Meißel sind besonders geeignet im osteoporotischen Knochenlager, um eben schonend den Knochenzement zu entfernen. Eine weitere Anwendung des Orthoclast 2 ist die Entfernung von Keramik-Inlays aus metallischen Pfannen. Sie haben hier einen speziellen Ansatz dafür, den Sie an das metallische Gehäuse der Pfanne ansetzen, an den Rahmen. Sie stellen im Display den Einfachmodus ein, sodass Sie einen einfachen Single-Shot-Impuls abgeben, setzen den Ansatz an die Pfanne an, geben den Impuls, machen das gleiche nochmal 90 Grad versetzt an der Pfanne, bitte nicht am Keramik-Inlay, sondern an der Pfanne und haben dann die Möglichkeit, das Inlay herauszunehmen.